In diesem Video zeige ich dir den gesamten Bau der schwarzen Ameisen, die mit dem Winterupdate im Januar den Weg in unseren Garten gefunden haben. Wir befinden uns im Gebiet der Spielkarten und Cricketbälle. Ich zeige dir auf der Karte wie immer meine Position, damit du dich in Ruhe orientieren kannst. Hier in der Nähe zieht eine gefräßige Schlange ihre Bahn. Oben rechts verlinke ich dir das Video zu diesem Tier und warum du auch mal eine Schlange reiten solltest. Was du auf jeden Fall reiten solltest, ist der Abo-Button dieses Kanals. Denn hier findest du bereits zahlreiche Videos rund um Grounded 2, viele Tipps und Tricks und Informationen zu diesem Spiel. Dabei kannst du dann mit dem Lasso gleich den Daumen rauf für dieses Video fangen. Ich freue mich, wenn meine Arbeit ein wenig von dir zur Kenntnis genommen wird. Dieser Ameisenbau ist ein Weg, um in das neue Gemüsebeet-Biom zu gelangen und stellt einen Übergang von der Anfangswelt in die Welt des Winterupdates dar. Die schwarzen Ameisen sind nun Säurespritzer und daher stärker als noch im ersten Grounded. Aber da wir hier den Platz des Spitzenpredators im Garten innehaben, sind die natürlich kein Problem für uns. Für meine Willow sowieso nicht, denn die hat sich heute wieder ordentlich mit dem Insektenabwehr-Deo Kreativmodus eingedieselt. Kein Insekt in diesem Garten will sich mit dieser Parfümerie auf zwei Beinen anlegen. Du solltest dich mit folgenden Dingen ausstatten. Auf jeden Fall genug Fackeln. Dein Ameisenbuggy wird gebraucht, um ein Wurzeltor zu zerbeißen. Gegen schwarze Ameisen hilft eine scharfe, stechende Waffe und ihre Augen sind ein gutes Ziel für mehr Schaden. Schlitzende oder saure Waffen sind kontraproduktiv. Genug Verbände, Heiltränke und passende Nahrung solltest du ebenfalls dabei haben, damit dein junges Leben hier nicht sein Ende findet. Welche Rüstung und Waffe du genau benutzt, ist davon abhängig, was für ein Bild du spielst. Dazu versuche ich auch bald ein Video zu machen. So, genug der langen Vorrede. Hier liegt ein Bericht, den du lesen kannst. Im Zweifel pausiere das Video kurz, wenn ich zu schnell wieder wegklicke. So, was ist bislang passiert? Wir sind in den Ameisenbau reingelaufen. Wenn du jetzt rechts diesen robusten Quarzit siehst, bist du an einer Kreuzung. Ich halte mich mal wieder rechts und finde einen spröden Quarzit und zwei scharfe Süßigkeiten. Dieser Teil der Höhle ist eine Sackgasse. Laufe weiter immer rechts entlang, dann biegst du an dieser Kreuzung gleich richtig ab und gehst weiter in den Ameisenbau. Neben dem Bericht liegt Mitarbeiter 814. Dieser Mensch hat es irgendwie nicht geschafft, lebend durch die roten Ameisen zu kommen, die hier ihr Unwesen treiben. In den Taschen finden wir 3-mal Preiselbeerverband und 2-mal klebrige Überstunde. Auch dieser Mensch trägt den Kopf einer roten Ameise. Ich weiß nicht, was das für ein Fetisch ist, sich ausgehöhlte Köpfe von Insekten überzustreifen. Ich empfinde schon die Läuselatschen als reichlich widerlich, wenn ich meine zarten und schwer stinkenden Teenagerfüße in den ausgeschälten Körper einer Laus stecke, nur um schneller laufen zu können. Aber gut, was tut man nicht alles, um zu überleben? Ich verweise an dieser Stelle mal auf das Video von Mitarbeiter 756, der außerhalb der Höhle, aber gar nicht so weit weg, die ewige Ruhe gefunden hat. Joining the proletariat. Sweep it up, Buggy. Gone, brittle barrier. Bye, Bug. Hit you up later. Jetzt hat Willow ihren Redeanteil in diesem Video und der Ameisenbuggy hat fachameisisch das Wurzeltor zerbissen. Dadurch ist der Weg frei, um sich die 100 Wissenschaftspunkte und den spröden Quarzit zu holen. I feel smarter already. Sage mal, wie gefallen dir eigentlich meine Videos? Ist es für dich interessant, dass ich versuche, die Informationen in möglichst kurze Videos zu pressen, statt stundenlang zu labern, um eine kurze Information mitzuteilen? Ich freue mich über dein Feedback in den Kommentaren. Wir laufen jetzt den ganzen Weg zurück und halten uns nach dem Wurzeltor wieder rechts. Generell empfehle ich, Labyrinthe immer rechts zu durchlaufen. Der Weg ist zwar länger, aber du kommst auch überall entlang und solltest keinen Raum übersehen. Hier liegt mal wieder ein spröder Quarzit herum. Genug Platz im Rucksack und im Buggy ist dir echt von Vorteil. In diesem Abschnitt ist es recht ruhig und nur durch Zufall kommt hier mal eine Ameise vorbei. Anything interesting out here? Aber keine Sorge, das ändert sich gleich. Ein robuster Quarzit und eine scharfe Süßigkeit liegen hier in der Ecke herum. Wie sind die Sachen denn eigentlich bloß hier runtergekommen? Wenn wir noch ein Stück weiterlaufen, markiert diese Treppe den Übergang von den roten zu den schwarzen Ameisen. Aber bevor wir in die Todeszone herabsteigen, finden wir noch Mitarbeiter 705, der hier sein Lebenslicht ausgeblasen bekommen hat. Neben ihm liegt eine Notiz, die ist kurz und die wir eben auch lesen können. Natürlich durchstöbern wir auch die Taschen dieses Menschen, denn gebrauchen kann dieses Skelett die Sachen sowieso nicht mehr. Wir bekommen 2 Grumbles Müsli-Riegel, 3 Leuchtfackeln und 2 robuste Marmorscherben.
Jetzt geht es in den Teil der schwarzen Ameise. Du kannst hier jederzeit wieder zurück in den Bereich der roten Ameisen, sodass dieser Durchgang in beide Richtungen nutzbar ist. Auch hier liegt wieder Quarzit herum. Vergiss nicht, die Chance zu nutzen, um die Daten der Insekten mit deinem SCARE-B2K zu erfassen Anything interesting? I've added that one to the list, kids. und deine Tierkartensammlung zu erweitern. Du kannst dich so sehr gut auf den Gegner vorbereiten und nimmst gleich die richtige Waffe, um möglichst wenig Probleme im Kampf zu haben. Übrigens kannst du deinen SCARE-B2K umstylen, wenn du den Außenposten östlich der Statue besuchst. Ich verlinke dir mal das Video dazu unter dem i oben rechts in der Ecke. Die schwarzen Ameisen scheinen keinen Bock auf ihre roten Vertreter zu haben. Überall liegen tote Ameisen herum. Das muss hier ein ganz schönes Schlachtfest gewesen sein. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, so 2 tote Kriegerameisen sind doch kein Schlachtfest, na dann lass uns mal ein Stück tiefer in die Höhle gehen, die jetzt langsam ihren Charakter ändert. Anything interesting out here? Die scharfe Süßigkeit noch kurz ignoriert, weil meine Willow sich ungern den Rucksack mit sowas voll macht, kommen wir in eine recht große Kaverne, wo einige schwarze Ameisen auf uns warten. Das war übrigens mit Schlachtfest gemeint. In der Mitte ist ein komisches Gebilde, was zum Zeitpunkt der Aufnahme noch ein paar Probleme gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das zwischenzeitlich gefixt wurde, aber schaue mal selber, welches Problem ich hatte. Wenn du zufällig da vorbeikommst, dann schreibe doch mal in die Kommentare, ob sich das Teil mittlerweile abbauen lässt. Das ist vielleicht gerade auch ein guter Moment, um auf die Videobeschreibung aufmerksam zu machen. Dort findest du alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen, denen du natürlich gerne folgen darfst. Zudem kannst du mich in der Videobeschreibung auch auf einen virtuellen Kaffee einladen und ich verlinke dir mein aktuelles Buch, das du auf Amazon kaufen kannst. Dieser kandierte Apfel braucht einen Stufe 4 Hammer. Wir kommen jetzt also langsam in die Bereiche, wo du absolutes Profi-Werkzeug brauchst. Das Problem bei diesem Objekt war, dass er an vielen Stellen gar nicht als Objekt erkannt wurde und daher auch nicht abgehämmert werden konnte. Ich kann bis heute dieses Objekt nicht weghämmern, obwohl meine Willow einen Stufe 4 Hammer besitzt. Also haben wir hier ein Objekt, was erst in zukünftigen Versionen interessant wird. Mir ist auch bislang nur dieser kandierte Apfel untergekommen. Ich kann aktuell auch noch nichts zu den Items sagen, die hier zu finden sind oder was man damit herstellen kann. Nun gut, warten wir es eben ab. Wenn es soweit ist, dann mache ich dazu bestimmt ein Video. Daher hier nochmal mein dringender Aufruf, abonniere meinen Kanal, damit du kein weiteres Video zu Grounded 2 mehr verpasst. Dieses kleine Loch offenbart, dass es hier ein paar Wissenschaftspunkte zu finden gibt. Da hier in dieser Kampfarena für Ameisen alles erforscht ist, laufe ich jetzt mal die Schraube rauf, die hier ganz zufällig wie eine Leiter aufgestellt wurde. Habe ich eigentlich schon einmal gefragt, wie die Sachen hier heruntergekommen sind? Der kandierte Apfel lässt mich nicht los. Ich als selbsternannter Looter King kann es einfach nicht vertragen, wenn ich interessante Sachen einfach liegen lassen muss. Aber gut, da es nicht an meiner Blödheit scheitert, sammle ich jetzt mal in Ruhe die Wissenschaftspunkte ein. Science isn't so hard. Willow ist wieder froh, etwas intelligenter geworden zu sein, und wir setzen den Weg durch diese große Ameisenbehausung fort. Hier klemmt eine saure Süßigkeit fest, die mit einem Stufe 3 Hammer in mundgerechte Stücke zerschlagen werden kann. Wusstest du, dass du diese Teile auch essen kannst? Bereits mit einem Stück dieser sauren Süßigkeit schaltest du die Mutation saure Sinne frei. Wenn du diese Mutation auswählst, dann reduzierst du die Schwächung deiner Verteidigung durch diese grüne ätzende Flüssigkeit um 25%. Wenn du nicht weißt, worüber ich gerade rede, dann schaue dir das kurze Video dazu an. Ich verlinke es dir wie immer unter dem i oben rechts. Anything interesting out here? Ja, Willow, es wird noch interessanter. Isst du nämlich 5 dieser Teile, schaltest du Stufe 2 der Mutation frei, was schon eine Reduzierung um 40% mit sich bringt. Und wenn du dich mit 10 sauren Klumpen Fett gefressen hast, dann reduzierst du die Schwächung deiner Verteidigung um 50% und du bekommst zusätzlich noch den Ätzendschutz, was deiner Rüstung zugutekommt, wenn du irgendwie mit diesem Glibber in Berührung kommst. Das könnte auch der Schlüssel sein für den ätzenden See, den du durchtauchen musst, aber dazu mehr in einem anderen Video.
Analog funktioniert das auch mit den scharfen Stücken. Du schaltest mit dem ersten scharfen Stück die Mutation scharfe Abwehr frei, die den Kälteaufbau reduziert und deinen Frostwiderstand steigert. Also eine Mutation, die im Eisgebiet bares Gold wert ist. Auch hier gilt wieder die 25, 40 und 50%, wie schon bei der sauren Mutation. Erreichst du mit 10 gefutterten Stücken das Maximum der Mutation, dann bekommst du auch noch Splitterwiderstand dazu. Dadurch wird der Splitterschaden bei Treffern im gefrorenen Zustand reduziert. Es gibt noch ein drittes Element, das wir kurz betrachten können. Ein Mintstück sorgt nicht nur für frischen Atem. Taste is a luxury you can afford. At this size, anyway. Kann ich dir zur Karotte noch ein Stück Woll-Laus-Dörrfleisch reichen? Wenn das nämlich zwischen den Zähnen hängt, kann das schon für ordentlich Maulgulli sorgen. Die Mutation frische Verteidigung ist genauso aufgebaut wie die beiden anderen Mutationen. Nur, dass hier der Schutz gegen Hitze aufgebaut wird. Das hilft dir einmal, wenn du durch den Grill läufst, aber auch im Gewächshaus wirst du diese Mutation an der einen oder anderen Stelle noch gut gebrauchen können. Die Brutzelreduktion verringert den Hitzeschaden. Der Brandwiderstand reduziert den Brandschaden und die Gasreduktion verringert den Gasschaden. Daher hämmer alle diese Teile kaputt und nimm sie mit. Diese Brocken sind eben nicht nur gut für die Elemente, sondern auch als Mutation an vielen Stellen durchaus sinnvoll. Wenn diese Zusatzinformation jetzt kein Daumen rauf wert ist, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Wir sind jetzt im Möhrengebiet hier im Ameisenbau. Die Möhren sind etwas Nahrung, denn sie füllen deine Essensanzeige um 6 Punkte. Irgendwie nötigen mich diese Möhren immer dazu, sie sinnfrei zu zerschlagen. Ist mir auch schon in dem Video zum Bummstab aufgefallen, das ich dir wieder unter dem i oben rechts verlinke. Das muss irgendwas Krankhaftes bei mir sein. So, wir kommen nun auf der anderen Seite raus und alle die diesen Ameisenbau als Durchgang zur neuen Gartenseite nutzen wollten, ist das Video jetzt zu Ende. Ich schaue mich gerade noch ein bisschen um und zeige dir auf der Karte, wo du rauskommen wirst. Wir haben die gigantische Mauer sehr gut unterlaufen und nun kannst du dich im neuen Gebiet umschauen. Natürlich ist es bei mir wieder dunkel. Allerdings habe ich noch nicht alles in diesem Ameisenbau erkundet. Anything interesting out here? Deshalb renne ich jetzt noch einmal in den Ameisenbau zurück. Wenn du wirklich alles erkunden willst, dann ist der Ausgang auch nur eine Sackgasse und du hältst dich auf dem Weg nach unten wieder rechts. Was sagst du eigentlich zur neuen Kampfkraft der schwarzen Ameise? Ich finde es etwas verwirrend, dass die jetzt mit einer ätzenden Flüssigkeit rumspucken können. Vor allem gibt es Gebiete, da findet man so viel von dem Glibber, da muss es zu regelrechten Kotzorgien gekommen sein. Ekelhaftig. Hier findet sich noch eine Möhre und in der Ferne siehst du weitere 100 Wissenschaftspunkte. Über die Möhren will ich bald endlich mein Video zu den Anbaumöglichkeiten in Grounded 2 machen. Aber man kommt hier zu nichts. Und dieses Video ist so lang, dass ich seit Stunden daran schneide und Texte bearbeite. So ein Short über einen toten Mitarbeiter ist da deutlich schneller produziert. Etwas Marmor und etwas Möhre findet sich hier auch. Im Video war es nicht wirklich zu sehen. Von hier geht noch ein Weg ab, der von der anderen Seite nicht zu sehen ist. Es geht wieder leicht nach oben und wir stoßen irgendwie wieder auf diesen Hauptweg, den wir vorhin in der Gegenrichtung gelaufen sind, bevor wir an die Kreuzung mit dem Weg zum Ausgang kamen. Ich halte mich auch hier wieder rechts und damit laufen wir nun gleich in eine Sackgasse, die wir vorher noch nicht betreten hatten. Natürlich gibt es wieder eine Möhre, die man zerhacken kann. Und im weiteren Verlauf trifft man auf einen spröden Marmor. Allerdings gibt es hier auch weitere Möhren, 3 saure Drops und einen robusten Marmor, die man zerschlagen kann. Damit soll es aber auch in dieser Höhle gewesen sein und ich renne wieder zurück. Und dieses Mal werde ich links rumgehen, weil ich jetzt auch Richtung Ausgang gehe. An der Länge dieses Videos sieht man, wie groß und umfangreich dieser Ameisenbau ist. Er bietet wieder viele Möglichkeiten, sich zu verlaufen. Und du wirst hier einige Kämpfe auf begrenztem Raum kämpfen müssen. Aber immerhin ist das ein super Weg, um auf die jeweils andere Seite der großen Mauer zu kommen. Wenn du bis hierhin geschaut hast, dann schreib doch einfach mal Ende in die Kommentare. Dann weiß ich wenigstens, dass hier noch jemand zugeschaut hat. Wir befinden uns schon auf dem Weg Richtung Ausgang.
Nach so einer langen Zeit in einer Höhle habe ich jedes Mal so ein bedrückendes Gefühl an meiner Tastatur und atme richtig frei durch, wenn ich wieder den digitalen Himmel im Spiel sehe. Noch kurz einer schwarzen Ameise eine klatschen und damit soll es das auch gewesen sein. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß in Grounded 2.